Buy and Hold. Ich stelle euch heute 3 Aktien für die Ewigkeit vor. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich habe heute mal 3 Aktien mitgebracht, die wirklich für jeden langfristig orientierten Investor interessant sein sollten, weil sie eben wirklich schon einen sehr, sehr hohen Burggraben auch haben und eigentlich auch von neuen Technologien kaum wegrationalisiert werden können. Das erste Unternehmen, was ich dabei habe, ist Caterpillar. Sollte jedem ein Begriff sein, also ein wirklich sehr, sehr bekannter Baumaschinenhersteller, mit dem man eben hier so Bagger zum Beispiel, also ganz schwere Maschinen herstellen. Die sind aber auch ein sehr, sehr globales Unternehmen, also die haben ein breites Spektrum an Produkten, zum Beispiel Bulldozer, Bagger, Lader, Muldenkipper, und die sind im Bau, Bergbau, Energie und bei der Landwirtschaft eingesetzt, und man hatte auch eben ganz, ganz viele bekannte Marken im eigenen Portfolio, zum Beispiel Asia-Track, Anchor und natürlich die ganz bekannte Marke Cut. Und da schauen wir uns heute mal immer so ein paar Kennzahlen an zu den einzelnen Unternehmen. Und als erstes hier Caterpillar hat im Moment einen KGV von 15,8, 1,6% Dividendenrendite bei einer 30%igen Ausschüttungsquote in den letzten 3 Jahren. Ist auf jeden Fall relativ gesund. Wir haben eine Marktkapitalisierung im Moment von 170 Milliarden US-Dollar, und wie bereits erwähnt, also man hat da hier hauptsächlich eben als Geschäftssegment diese Herstellung von Baumaschinen, aber fertigt darüber hinaus auch einzelne Werkzeuge und Maschinenkomponenten, eben auch für die Reparatur zum Beispiel von den hergestellten Baggern und so weiter. Und hat aber zudem einen ganz interessanten Bereich noch mit Leasing, Insurance und Loans. Also man least auch seine eigenen Geräte, versichert die und gibt einem eben da auch einen Loan dann darauf, dass man als Kunde eben sich das auch alles leisten kann. Und da verdient man dann eben noch langfristig ebenfalls dran. Außerdem hat man eine ganz interessante Energie- und Transportsparte im eigenen Portfolio, und die engagieren sich da eben auch zunehmend in der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, also auch natürlich Hybrid- und Elektroantrieb. Ja, im Qualitätscheck haben wir einen Score von 12 von 15 Punkten, also relativ gute Bewertung. Es gibt nur Punktabzug beim Umsatzwachstum, bei der Stabilität. Es ist eben schon ein bisschen ein zyklisches Geschäftsmodell. Ist natürlich klar, dass Baumaschinen doch eine gewisse Zeit eben auch halten, und daher jetzt eben auch die Stabilität beim Umsatzwachstum nicht so stetig, aber es ist eben auch einfach ein Sektor, der einfach nie ersetzt werden wird. Also ich meine, man muss immer irgendwas bauen, man muss immer irgendwas reparieren, und in welcher Form soll das anders passieren als mit solchen großen, schweren Maschinen? Bei der Dividendenrendite, beim Dividendencheck haben wir ein wirklich sehr, sehr gutes grünes Bild. Es gibt hier nur Punktabzug bei der Finanzverschuldung und eben wieder bei der Stabilität Umsatzwachstum. Aber sonst sieht es hier wirklich gut aus. Wir haben jetzt im Moment halt eben eine relativ niedrige Dividendenrendite im Vergleich zu den letzten Jahren, hängt aber auch damit zusammen, dass Caterpillar relativ gut gelaufen ist. Können wir jetzt auch hier an diesem Chart sehen, das ist jetzt auf Basis des Gewinns, der Kurs zum Fair Value. Und wir sehen, dass wir da gerade so im Moment circa 10 bis 20% überbewertet sind. Also das halte ich auch für relativ realistisch. Also wir sind ja hier auch fast auf Allzeithoch, haben aber einen Piotrowski F-Score von 7 von 9 Punkten, also wirklich sehr, sehr starkes. Also auf jeden Fall jetzt im Moment keine allzu schlechte Position, die das Unternehmen hat. Aber wir befinden uns jetzt hier nicht irgendwie in einer historischen oder langfristigen Korrektur. Ja, zur Dividendenhistorie. Hier sehen wir die Dividendenhistorie von Cat in den letzten 25 Jahren und die Prognose für die nächsten 3. Und wir sehen, dass Caterpillar hier teilweise wirklich sehr, sehr starke Dividendensteigerungsphasen mit drin hatte, vor allem in den letzten Jahren. Davor hat es länger mal, naja, auch stetigere Erhöhungen gegeben, also die ein bisschen langsamer waren. Und in Zukunft soll aber das Dividendenwachstum hier wirklich rasant weitergehen, was natürlich schön zu sehen ist und somit eigentlich auch spannend für jeden ja, Dividendenwachstum orientierten Investor. Die Analysten sagen im Moment für 50% halten, 35% sagen kaufen, nur 15% sagen verkaufen. Aber wie viel man eben auf diese ganzen Analystenschätzungen immer geben kann, ja, das ist eben immer so eine Sache. Aber auf jeden Fall mal interessant, das hier zu sehen. Ja, wenn wir uns die historischen KGVs, KUV, Enterprise Value to Cashflow Free Cashflow anschauen, können wir feststellen, dass wir sowohl beim KGV als auch KUV deutlich unter den historischen Werten im Moment sind, also mit einem 20er
mit so einem 20er KGV und einem 16er KGV und einem Durchschnitt von 18,8 und einem Enterprise Value zum Free Cashflow von 20,35 zu 28,75. Nur beim Kurs-Umsatz-Verhältnis, das immer leicht überbewertet. Da haben wir normalerweise in den letzten 6 Jahren einen Schnitt von 2 gehabt, da haben wir jetzt eben im Moment 2,6. Aber von den Bewertungskennzahlen hier sehr, sehr interessant. Aber es ist eben auch, wie bereits erwähnt, ein zyklisches Business. Das sollte man dann auch an der Stelle nicht außer Acht lassen, weil das natürlich auch dann eine große Rolle spielen kann. Wir schauen jetzt hier direkt mal auf den Chart nochmal bei Caterpillar, damit wir hier auch die langfristige Situation einordnen können. Jetzt, wenn der Chart lädt. So, also, wir befinden uns jetzt hier nach dieser Seitwärtsphase, die Caterpillar ganz lange hatte, wirklich in einem dynamischen Aufwärtstrend und konnten uns jetzt hier wirklich wunderschön rausarbeiten. Hatten aber auch, also es ist keine atypische Verhaltensweise, die Caterpillar hat. Also wir sehen, wir haben immer wieder so richtig dynamische Bewegungen nach oben und dann eine lange Seitwärtsphase, also eine Art einer Bullflag. Und das hatten wir jetzt auch schon zweimal. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und ich denke auch tatsächlich, dass wir wieder in so eine Phase hier übergehen werden. Also es ist jetzt akut bei Caterpillar kein guter Einstieg irgendwie da, aber trotzdem wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen mit einem wirklich guten Aufwärtstrend. Ja, dann kommen wir zum nächsten Unternehmen und das wäre dann ein sehr, sehr spannendes, nicht so bekanntes Unternehmen. Aber davor würde ich mich wirklich freuen, wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo für den Kanal. Es ist immer wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die ich natürlich auch hier in den Kanal reinstecke. Deswegen würde mich das wirklich freuen, wenn ihr auch meine Arbeit wertschätzt. Danke dafür an der Stelle. Jetzt kommen wir schon zu Xylem. Ja, Xylem ist ein Unternehmen aus der Wassertechnologiebranche, also Wasserindustrie. Also auch wirklich ein interessanter Bereich. Wir haben da im Moment eine Dividendenrendite von 1,08% und eine 51% Ausschüttungsquote. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 32 Milliarden US-Dollar und sehen eben in der Wasserindustrie Produkte und Dienstleistungen tätig, also Messtechnik, Steuerung, aber auch Abwasser und die Aufbereitung vom Abwasser. Und man produziert sowas wie ja, Pumpen, Ventile, Wärmetauscher und hat da auch was ganz Nettes, Smart Water Management im Portfolio. Also man möchte auch da wirklich die Nachhaltigkeit erhöhen. Ja, im Qualitätscheck haben wir einen Score von 12 von 15 Punkten im Moment. Es gibt hier Abzug beim Umsatzwachstum, Stabilität, Earnings per Share Wachstum und auch hier die Stabilität des Earnings per Share Wachstums, aber also insgesamt doch eine gute Bewertung. Dividendencheck haben wir nur einen Punkt Abzug hier beim Stabilität des Umsatzwachstums, aber sonst wirklich sehr, sehr schön. Ist auch ein relativ guter Dividendenwachstumswert mit dem Wachstum der letzten 5 Jahre von 9,46%. Also auch wirklich sehr, sehr spannendes, gut aufgestelltes Unternehmen. Im Moment hier auf Basis des Gewinns, Kurs zum Fair Value, sind wir 10% überbewertet, befinden uns auch hier fast auf Allzeithoch. Ist jetzt also auch historisch gesehen nicht die allerbeste Einstiegsgelegenheit. Aber wenn da ein Rücksetzer nochmal erfolgen würde, könnte sich da zumindest hier bewertungstechnisch mal ein näherer Blick durchaus lohnen. Wir haben einen Piotrowski F-Score von 6 von 9 Punkten, also hier auch relativ spannend. Was die Dividende hier betrifft, haben wir eine Historie von 13 Jahren und auch hier wirklich eine relativ schöne Steigerung mit drinnen. Und die Prognose sagt jetzt hier, dass die Dividende noch ein Stück gesteigert werden soll und dann soll sie sinken. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass Xylem hier weiter seine Dividende steigern können wird. Die Analysten sagen hier zu 62% kaufen und zu 33% halten. Nur 5% sagen verkaufen. Also auch interessante Situation. Hier bei Xylem ist halt auch eher ein unbekanntes Unternehmen und solche Steckverbindungen, Pumpen, Wasserlösungen und dieses ganze Abwasser mit Ventilen und Steuerungssystemen ist für mich einfach ein Sektor, der sich nie mehr ändern wird. Also da wird es natürlich neue Innovationen geben, um das alles nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Aber die Grundfunktionalität, die ist auf jeden Fall gegeben und deswegen auch für mich hier eine absolute Aktie für die Ewigkeit.
Ja, in der Performance sehen wir, dass Xylem sich über weite Strecken deutlich schlechter entwickelt hat wie der S&P 500. Das ist aber jetzt hier ohne die Dividenden mit einzurechnen. Mit den Dividenden sieht es ein bisschen besser aus, aber es ist eben auch jetzt hier in erster Linie wirklich eine Aktie, die man sich einfach für die Ewigkeit ins Depot legen kann. Aber man muss auch definitiv sagen, dass man hier in den letzten 6 Jahren besser gefahren wäre, wenn man den S&P 500 investiert hätte statt Xylem. Dann kommen wir jetzt gleich zur nächsten Aktie und davor wollte ich euch noch vorstellen, dass wir hier im Moment, wenn ihr noch ein Depot braucht oder noch vielleicht auch gar keins habt, hier bei Finanzen Net Zero auf eine Depoteröffnung eine 25 € Prämie bekommt. Dazu könnt ihr einfach den ersten Link in der Beschreibung nutzen oder auch im ersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr generell alle meine Empfehlungen rund um Aktien, Broker, was ich da selber so nutze und natürlich auch fundamentale Analyse. Ja, dann kommen wir auch hier zum nächsten Unternehmen und das ist tatsächlich Lowe's. Zu Lowe's habe ich auch schon mal eine größere Analyse gemacht, aber es ist für mich auch wirklich einfach ein Unternehmen und ein Sektor, der überhaupt nicht wegrationalisiert werden kann. Ja, was macht Lowe's? Man ist ein Heimwerker-Einzelhändler, also wirklich eine sehr, sehr große Baumarktkette in den USA und hat da einfach eine breite Palette an Heimwerk- und Bauprodukten und verkauft da eben wirklich alles, also über Werkzeuge, Gartenbedarf, Möbel, Dekoration, aber auch natürlich Geräte für den Innen- und Außenbereich und man ist da eher auf die Privatkunden fokussiert, aber stellt sich auch immer mehr im Bereich Fachleute auf. Und klar, also E-Commerce spielt da eine sehr, sehr große Rolle und da sind sie aber auch wirklich gut dabei. Und ja, also da ein starker Ausbau eben auch des Online-Verkaufs hier bei Lowe's spielt eine große Rolle und ich denke auch, das Unternehmen sollte jedem geläufig sein. Ja, zu Lowe's im Moment ein KGV von 22, Dividende von 1,79%, 31% Ausschüttungsquote und 145 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Und ja, wie bereits erwähnt, also eine Baumarktkette, völlig normal. In Qualitätscheck haben wir einen Score von 10 von 15 Punkten. Es gibt einen Punktabzug fürs Umsatzwachstum, Stabilitätsumsatzwachstum. Rendite aus Eigenkapital kann nicht ausgewiesen werden und die Eigenkapitalrendite auch nicht. Hängt aber damit zusammen wahrscheinlich, dass die Aktienrückkäufe so hoch sind und die Finanzverschuldung wird hier bemängelt. Aber vieles hängt eben auch daran, dass wir immer noch aus Corona kamen und da eben doch so eine starke Hype-Phase für Lois einfach war. Ja, beim Dividendencheck sehen wir 2 Punkte Abzug, wie bereits erwähnt, bei dem Qualitätscheck. Aber sonst wirklich ein gutes Score. Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre ist wirklich brutal mit 18,65%. Also ist wirklich auch ein sehr, sehr guter Dividendenwachstumswert in meinen Augen. Und man hat da auch noch Platz, um weiter die Dividende anzuheben und ist da eben auch schon wirklich, ja, einfach schon ganz, ganz lange mit dabei, hier die Dividende zu steigern und zu bezahlen. Im Moment sind wir hier auf Basis des Gewinns 20% überbewertet. Ja, also ist jetzt hier nach dem Bewertungsmodell zumindest der Fall und haben einen Piotrowski F-Score von 7 von 9 Punkten. Also das ist aber auch eine relativ gute Bewertung für Lowe's. Und was die Dividende angeht, sehen wir hier wirklich eine ewige Steigerung. Sind jetzt nur die letzten 25 Jahre, man zahlt auch schon länger. Und zusätzlich die Prognose. Auch hier soll die Dividende erstmal weiter gesteigert werden. 2028 soll dann hier die Dividende gesenkt werden. Halte ich auch für eher ausgeschlossen. Also ich bin mir ganz sicher, dass Lowe's hier die Dividende weiter steigern wird, zumindest leicht erhöhen. Und die Analysten sagen im Moment zu 43% kaufen und 43% halten und nur 14% sagen hier verkaufen. Also da sieht es auch ganz interessant aus, tendenziell eher auf kaufen. Dann haben wir hier noch den Vergleich von Lowe's zum S&P 500 und hier sehen wir doch, dass Lowe's auch ohne Dividenden den S&P 500 über weite Strecken deutlich hinter sich gelassen hat und ist auch im Moment immer noch besser im Vergleich der letzten 6 Jahre mit dem S&P 500, was die Rendite betrifft. Also ist doch wirklich ein gutes Unternehmen. Ja, gerade spannend eben einfach, weil es ein wirklich einfach langweiliges Business ist und ja, wo man jetzt hier nicht irgendwelche KI-Stories hat oder Cybersecurity oder irgendwelche so
ja, Megatrends, sondern hier ist es einfach nur eine Baumarktkette, wo Do-it-yourself und Renovierung und so weiter eine große Rolle spielen. Auch hier schauen wir mal jetzt auf den Chart von Lowe's, und Lowe's bewegt sich jetzt hier schon relativ lange seitwärts und steht jetzt endlich kurz davor, das Allzeithoch rauszunehmen. Mal Disclaimer an der Stelle, also ich bin investiert in Lowe's und deswegen natürlich vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich halte Lowe's hier für ein wirklich gutes Investment und ich gehe jetzt davon aus, dass mit diesem Bodenbildung, die jetzt hier abgeschlossen wurde, wir bald neue All-Time-Highs sehen. Also hier sieht es wirklich gut aus, wunderschöner Boden, generell diese ganze Seitwärtsphase sieht wirklich stabil aus. Da ist auf jeden Fall alles absolut im grünen Bereich und ich finde eben auch, ist hier die Bewertung wirklich in Ordnung mit 21 und die Dividende, wenn die weiter gesteigert wird, ist ja auch mit 1,8% relativ schön. Ja, generell kann ja dieses Geschäftsmodell auch nicht wirklich geändert werden. Also ich denke, man wird immer Schrauben brauchen, man wird immer irgendwelche Schwermaterialien brauchen, die es eben nur im Baumarkt zu kaufen gibt. Und ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann sowas nur noch irgendwie ja, online geliefert wird, sozusagen. Ich denke schon, dass da immer ein Markt sein wird, auch für die, ja, einfach die Geschäftshäuser, dass man mal kurzfristig irgendwas holen kann. Aber sie sind natürlich auch wirklich so stark im E-Commerce-Bereich aufgestellt, dass selbst ein kompletter Switch zu Online überhaupt gar kein Problem wäre. Ja, Xylem, schauen wir uns jetzt hier noch den Chart an, haben wir ja vorhin noch nicht gemacht. Hier, wie bereits erwähnt, fast auf Allzeithoch. Wir haben einen Aufwärtstrend definitiv, also ähnlich wie bei Lowe's, der ist aber weniger dynamisch. Also wir sehen auch, dass wir hier zum Beispiel 2022 schon wirklich sehr, sehr tief korrigiert sind. Aber grundsätzlich ist jetzt hier von der Trenddynamik noch überhaupt nichts kaputt. Wir sind hier auf jeden Fall wirklich im Rahmen und es ist ja, es ist ein Aufwärtstrend, der halt einfach ein bisschen langsamer läuft, was aber natürlich eigentlich kein Problem ist. Ja, aber wir haben halt eben vorhin gesehen, dass Xylem den S&P 500 underperformed hat und das liegt natürlich auch mit dem wirklich langsamen Trend hier zusammen. Und jetzt im Moment wäre die nächste Unterstützung hier so bei 115 US-Dollar. Da könnte man theoretisch dann nochmal nach einem Einstieg Ausschau halten. Ja, lasst mich doch gerne wissen, was ihr von den vorgestellten Aktien haltet. Findet ihr die vielleicht auch geeignet für ein, ja, Buy and Hold und ein langfristiges Depot für die Ewigkeit? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Daumen nach oben nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke. Ciao.